Ich bin schon fast einmal ertrunken. Wenn es nicht aufpasst, das geht so schnell, man kann sich nicht vorstellen, aber das Meer hat echt viel Kraft. Ich heiße Jonas Bachern, bin 19 Jahre alt, bin in Graz in Österreich geboren, aber wohne seitdem ich 2 bin hier in Hossegor in Frankreich. Ich bin ein Wellenreiter, wie man im Deutschen so sagt. Mit dem Surfen ist halt das Problem, du kannst es nur betreiben, wenn Wellen sind. Du stehst auf und weißt nie, wie es sein wird. Du checkst die Forecast-Website, ich schaue vielleicht eine ganze Stunde immer. Die schönsten Momente meines Lebens waren, glaube ich, wie es perfekt angesagt war und du gehst über die Düne und es ist auf einmal echt perfekt, niemand im Wasser und du weißt, das kann nur ein schöner Tag werden. Und dann brichst du ein Brett und dann ist es doch ein schlechter Tag. Surfen ist definitiv ein individueller Sport. Ich mag es gern, wenn alles von mir abhängt. Wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich halt den Fehler gemacht und Scheiße gebaut und dann verliere ich halt nicht meine Mannschaft. Und ich glaube, ich würde es nie aushalten, wenn zum Beispiel ein Fußballspiel ist und ich mache den Fehler und dann gewinnen wir wegen mir nicht. Das, glaube ich, würde ich nicht aushalten. Es ist halt immer lustig zu hören, glaube ich, für jemanden, der nicht surft, weil wir reden einfach nur vom Surfen, von den Wellen, von den Bedingungen. Und ich glaube, wir könnten circa 3 Stunden vor den Wellen einfach stehen und davon reden und das wäre uns nicht fad. Und jetzt für jemanden, der jetzt kein wirklicher Surfer ist, wären wir komplett verrückt. Wenn du wirklich gerne surfst und schon seit langem, also mein Onkel surft halt auch schon seit 20 Jahren, du siehst das Meer auch anders, du siehst die Wellen anders. Also wenn ich zum Beispiel eine Welle sehe, also ich denke mir, was würde ich auf der Welle machen? Ich sehe das Surfen als einen Sport, aber auch als ein Hobby. Der Spaß vergeht dir irgendwie, wenn du nur auf Trainieren fokussierst und dann eigentlich komplett vergisst, wieso du surfst. Mein Lieblingstraining ist einfach, im Wasser zu sein. Dass Surfen olympisch wird, ist überhaupt generell für den Sport, glaube ich, etwas sehr, sehr Großes. Weil es war auch immer der Wille von Duke, der Surfen erfunden hat, der wollte immer, dass es olympisch wird. Im österreichischen Surfteam bin ich alleine als Surfer und das ist auch lustig. Also es wäre sicher cool mit einem ganzen Team, aber keine Ahnung, das tut sich irgendwie keiner an außer mir, weil ich nehme es halt wirklich seriös. Es ist schon mal passiert, dass zum Beispiel bei einem Livestream ein Kommentator ein paar Witze macht über mich, weil ich eben aus Österreich komme oder so und dann halt, ja, der ist Flusssurfer. Deshalb habe ich auch die französische Staatsbürgerschaft nicht angenommen, weil ich es eben so lustig gefunden habe, dass ich halt Österreicher bin und surf. Die meisten meiner Sponsoren sind österreichisch und ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass ich der beste Surfer von meinem Land bin.
Die schönsten Momente sind schon, wenn du in perfekten Wellen einfach bist mit Leuten, die du gern hast und ein super Sonnenuntergang ist und das Wasser ist warm, Wetter ist schön und du weißt, du willst eigentlich nirgends anderswo sein als jetzt gerade da im Wasser mit deinen Freunden. Meine ganzen Freunde sind eigentlich von hier, also die habe ich auch hier kennengelernt, surfen auch alle, aber es sind alles Franzosen. Sie meinen es nicht böse, aber ich bin immer der Österreicher von der Gruppe. Ich habe mich schon sehr gut integriert, weil ich eben so jung hierher gekommen bin und eben durch das Surfen mir sehr viele Freunde gemacht habe und mit dem Surfclub auch sehr viele Reisen unternommen habe und so. Aber ich bleibe trotzdem der Österreicher und das ist auch das Lustige.